Hallo und herzlich willkommen bei POD Automation. In diesem Video möchte ich euch ein zweites Beispiel geben, was das KDP Listing Tool für die Ninja Automation kann. Wenn du das erste Video noch nicht gesehen hast, hol es bitte nach. Ich verlinke das nochmal in den Show Notes. Und ja, wir haben im ersten Video gesehen, wie man ein Inlay mit beliebig vielen Covern automatisch zu KDP hochlädt. Und im zweiten Beispiel möchte ich euch jetzt zeigen, wie man das Ganze noch auf die Spitze treiben kann. Wir haben also im zweiten Beispiel wieder die gleiche Ordnerstruktur. Wir haben einen Content-Ordner mit dem fertigen Inlay. Wir haben wieder das Reisetagebuch hier drin. Und ich skaliere jetzt die Cover, die ich im ersten Beispiel gezeigt habe. Was heißt das? Ein Reisetagebuch ist jetzt hier nur ein ganz einfaches Beispiel. Wie könnte man das skalieren? Naja, das naheliegendste ist erstmal über die Länder. So, wie mache ich das? Dazu gibt es ein Python-Skript. Das habe ich in einem anderen Video bereits vorgestellt. Ich verlinke das nochmal hier in den Shownotes. Das gibt es kostenlos auf Gumroad. Und ich habe hier also eine Template-Datei. Das war das 4. Cover, welches ich euch im ersten Video gezeigt habe. Und das habe ich jetzt etwas abgewandelt. Ich habe hier also Reisetagebuch gelassen und jetzt skalieren wir über die Länder. Man schreibt hier dann var title. Das ist also die Variable, über die der Titel variiert wird. Dann gibt es eine Data-Datei, das ist eine CSV-Datei. Dort werden die Wörter reingeschrieben, über die skaliert werden soll. Also der Titel bleibt immer gleich. Und hier habe ich mir jetzt einfach willkürlich mal 10 Länder ausgedacht. Man kann natürlich auch 50 oder 100 Länder sich hernehmen. Ich habe das Skript jetzt schon durchlaufen lassen und machen wir das Beispiel Schweden auf. Dann schreibt er also hier Reisetagebuch Schweden oder Norwegen, genau das gleiche. Genau. So, ich nehme jetzt also diese skalierten Cover, kopiere mir die und schmeiße die in den Upload-Ordner. So, wenn man das jetzt zu Ende denkt, das war jetzt 1 von 31, ich skaliere über 10 Länder. Wenn ich das mit allen meinen Cover-Vorlagen mache, dann hätte ich schon 310 Covers für ein einziges Inlay. Also da kommt schon ganz ordentlich was zusammen. Jetzt gehen wir ins Listing. Das habe ich mir auch schon rüber kopiert. So, und jetzt gibt es eine Besonderheit. Ich gehe nochmal zurück. Und zwar heißen die Cover ja schon so wie das Land. Also die Variable wurde hier direkt in den Namen geschrieben. Und diese muss ja nun auch im Listing auftauchen. Deswegen gibt es hier auch einen sogenannten Scalable Tag oder auch eine Variable. Und das ist Raute Long Keyword Raute. So, den kopiere ich mir jetzt. Und ich nenne das Reisetagebuch und dann diese Variable. Er schreibt also dann automatisch das entsprechende Land hinter Reisetagebuch. Das geht auch im Untertitel und das geht in den ersten Keywords. Ich nehme jetzt hier einfach mal Notizbuch raus und schreibe hier Long Keyword rein. Dann wird er halt also auch in die Keywords das entsprechende Land und dann Reisetagebuch schreiben. Der Rest bleibt genau gleich wie im ersten Video. Ich drücke also wieder meinen Ninja KDP Button. Müssen wir in den Listing Ordner gehen. Hier hat er jetzt die NRKDP erstellt. Schauen wir mal rein. So, und jetzt hat er im Titel das jeweilige Land reingeschrieben und das passende Cover dazu gefunden. Frankreich, Italien, ja. Und auch bei den ersten Tags stehen die entsprechenden Länder drin. Ich habe also automatisch das komplette Listing auch erstellt und kann das dann wieder in die Ninja Automation laden. Zumachen hier. Das ist das zweite Beispiel. Lade also wieder die NRKDP-Datei da rein und ja, kann mit einem Klick jetzt das Ganze zu KDP hochladen.
Hier sehen wir jetzt immer das gleiche Cover, das gleiche Inlay und auch die Listings sind entsprechend angepasst. Ja, so kann man blitzschnell über verschiedene Länder in diesem Fall skalieren. Das Ganze ist natürlich, also sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Man kann über sämtliche Nischen skalieren und so sehr schnell sehr viele Bücher zu KDP hochladen. An dieser Stelle nochmal der Hinweis, das Ganze funktioniert natürlich nur mit qualitativ hochwertigen Inlays. Also ich würde nur empfehlen, im Low-Content-Bereich das Ganze zu machen, kaum oder kein No-Content zu machen und qualitativ hochwertige Inlays zu nutzen. Ja, das war's jetzt mit dem zweiten Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Gebt mir einen Daumen hoch und im dritten und letzten Video gibt es noch eine kleine Überraschung für euch.